Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim German Dose Podcast, einem Ort, an dem ihr echtes und einfaches Deutsch hören und Schritt für Schritt lernen könnt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit habt. Ich bin Karina und wie immer ist Mike heute auch wieder mit dabei. Hallo, hallo. Und wir haben heute ein richtig gutes Gespräch für euch vorbereitet. Ich glaube, das ist etwas, das fast jeder auf die eine oder andere Weise kennt. Auf jeden Fall! Wir werden heute über diesen Moment sprechen, in dem du auf dein Leben schaust und einfach weißt, dass sich etwas verändern muss. Du spürst es in jeder Faser deines Körpers. Aber du bist dir nicht ganz sicher, wo du anfangen oder wie du es schaffen sollst. Genau das ist es. Du willst einen Neuanfang. Du willst dein Leben neu aufbauen. Aber es kann sich so überwältigend anfühlen, wie wenn du am Fuße eines Berges stehst und nicht einmal die Spitze sehen kannst. Und dieses Gefühl, diese Starre, das ist so verbreitet. Aber hier kommt die gute Nachricht. Du musst nicht heute den ganzen Berg erklimmen. Du musst nur den ersten Schritt machen. Eigentlich musst du dich nur dazu entschließen, den ersten Schritt zu machen. Genau darum geht es heute, wie du dein Leben von innen heraus neu aufbaust. Nicht mit riesigen, dramatischen Veränderungen, die unmöglich durchzuhalten sind, sondern mit kleinen Schritten, bei dir selbst angefangen. Ja, und bevor wir zu den ganzen praktischen Strategien kommen, möchte ich dich etwas Persönliches fragen, Mike. Hattest du schon einmal so einen Morgen, an dem du aufwachst und sich einfach alles schwer anfühlt, als würdest du etwas Unsichtbares mit dir herumtragen, das dich runterzieht? Oh, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine zutiefst menschliche Erfahrung. Du machst die Augen auf und anstatt dich erfrischt zu fühlen, spürst du diesen dumpfen Druck, als würdest du durch Wasser waten. Genau. Und in solchen Momenten ist die natürliche Reaktion, alles auf einmal ändern zu wollen. Du denkst, okay, ich werde mein Leben ab heute komplett umkrempeln. Stimmt. Und dann bist du mittags schon völlig erschöpft und hast das Gefühl, bereits versagt zu haben. Das habe ich so oft gemacht. Deshalb möchten wir heute einen anderen Ansatz vorstellen. Einen sanfteren. Einen, der tatsächlich funktioniert. Fangen wir mit dem wichtigsten Punkt an. Und das ist der Blick nach innen. Bevor du irgendetwas in deiner äußeren Welt verändern kannst, musst du deine innere Welt verstehen. Ich nenne das eine innere Bestandsaufnahme. Einfach innehalten und ehrlich zu dir selbst sein, wo du gerade wirklich stehst. Nicht, wo du gerne wärst, nicht, wo du deiner Meinung nach sein solltest, sondern wo du bist. Dazu gehört wirklich Mut. Ganz ehrlich. Es ist viel einfacher, sich mit Beschäftigung abzulenken oder so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Das stimmt, aber du kannst kein neues Haus auf einem wackeligen Fundament bauen. Du musst wissen, was wirklich in dir vorgeht. Wie sieht diese Bestandsaufnahme in der Praxis aus? Wie können unsere Hörer das heute umsetzen? Ich würde vorschlagen, mit 3 einfachen Fragen zu beginnen.
Und du kannst die Antworten aufschreiben, wenn dir das hilft. Einfach in ein Notizbuch oder in eine Notiz-App auf deinem Handy. Okay, wie lautet die erste Frage? Erstens, was bereitet mir echte Freude? Nicht, was andere beeindruckt, nicht, was in sozialen Medien gut aussieht, sondern was dich wirklich von innen heraus zum Leuchten bringt. Das ist eine gute Frage. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir vergessen, was uns eigentlich Freude macht. Genau. Die zweite Frage lautet: Was möchte ich mehr in meinen Alltag einladen? Vielleicht mehr Gelassenheit, vielleicht mehr Kreativität, vielleicht mehr Verbindung mit Menschen, die du liebst. Und die dritte Frage? Das könnte die wichtigste sein. Was muss ich loslassen? Was raubt mir meine Energie? Was möchte ich tatsächlich weniger in meinem Leben haben? Oh, das ist stark, weil wir bei Selbstverbesserung oft ans Hinzufügen denken. Mehr Bewegung, mehr Produktivität, mehr Disziplin. Aber manchmal ist das Verzichtende das, was wirklich transformiert. Ja, weniger Unordnung, weniger negative Selbstgespräche, weniger Zeit, die du mit Handyscrollen verbringst, weniger Verpflichtungen gegenüber Menschen, die deine Grenzen nicht respektieren. Das ist wie das Ausmisten eines Kleiderschranks. Du musst erst alles rausholen, bevor du entscheiden kannst, was wirklich dazugehört. Ein wunderschöner Vergleich. Und sobald du diese Klarheit hast, kannst du anfangen, dich vorwärts zu bewegen. Aber hier machen die meisten Menschen einen Fehler. Was meinst du? Sie versuchen, alles über Nacht zu ändern. Sie setzen sich riesige, ambitionierte Ziele. Und wenn sie diese nicht erreichen können, fühlen sie sich wie Versager und geben komplett auf. Ich erinnere mich, dass ich einmal beschlossen habe, jeden Morgen vor der Arbeit laufen zu gehen. Ich habe neue Schuhe gekauft. Ich habe meinen Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt. Ich hatte einen ganzen Plan. Und wie ist das für dich ausgegangen? Ich bin genau einmal gelaufen. Dann klingelte mein Wecker am nächsten Morgen und ich hab's einfach nicht geschafft. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich die ganze Idee aufgegeben habe. Das ist so typisch. Und das Problem ist nicht, dass dir die Willenskraft gefehlt hat. Das Problem ist, dass du einen zu großen Sprung versucht hast. Dein Gehirn hat diese massive Veränderung als Bedrohung wahrgenommen. Was ist also die Lösung? Mikroschritte. Kleine, fast lächerlich einfache Handlungen, die du konsequent durchführen kannst. Kein einstündiges Workout. 5 Minuten dehnen. Nicht 50 Seiten am Tag lesen. Eine Seite. Nur eine. Das klingt fast zu einfach. Funktioniert das wirklich? Ja, denn wenn etwas einfach ist, sträubt sich dein Gehirn nicht dagegen. Du brauchst keine riesige Motivation. Du machst es einfach. Und wenn du erst einmal angefangen hast, machst du sowieso oft mehr. Du trickst dich also selbst aus, um Schwung aufzubauen. Genau. Und es gibt eine wunderbare Strategie, um diese Mikroschritte dauerhaft umzusetzen. Sie heißt Gewohnheitsverkettung.
Gewohnheitsverkettung. Erzähl mir mehr davon. Du nimmst etwas, das du jeden Tag ganz selbstverständlich tust, etwas Automatisches, und du hängst die neue Gewohnheit direkt daran. Also, koppelst du sie an eine bestehende Routine. Genau, zum Beispiel machst du morgens immer Kaffee. Das ist eine Gewohnheit, also verkettest du eine neue Gewohnheit damit. Nachdem du deinen Kaffee eingegossen hast, machst du 3 tiefe Atemzüge. Oder du schreibst einen Satz auf, für den du dankbar bist. Das gefällt mir. Die bestehende Gewohnheit wird zum Auslöser für die neue. Genau. Und das funktioniert für alles. Wenn du Deutsch üben möchtest, mach es direkt nach dem Zähneputzen. Wenn du mehr Wasser trinken möchtest, nimm einen Schluck, jedes Mal, wenn du von deinem Stuhl aufstehst. Das nimmt den ständigen Willenskraftbedarf weg. Du musst nicht daran denken. Der Auslöser erinnert dich einfach. Ja, und hier beginnt die wirkliche Veränderung. Kleine, konsequente Handlungen, die irgendwann automatisch werden. Also, lass uns über den Motor hinter all dem sprechen. Denn selbst die besten Strategien funktionieren nicht, wenn deine innere Einstellung nicht stimmt. Absolut. Die Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst, ist so wichtig. Diese innere Stimme, die dein Leben kommentiert, ist sie freundlich zu dir oder kritisiert sie dich ständig? Bei vielen von uns kann diese innere Stimme ziemlich hart sein. Wir würden niemals so mit einem Freund sprechen, wie wir mit uns selbst sprechen. Das ist so wahr. Und diese negativen Selbstgespräche erzeugen einen Kreislauf. Du denkst, du kannst etwas nicht, also versuchst du es gar nicht erst. Und wenn du es nicht versuchst, bestätigst du den Glauben, dass du es nicht kannst. Deine Gedanken werden zu deinen Handlungen. Deine Handlungen werden zu deinen Gewohnheiten. Und deine Gewohnheiten prägen dein ganzes Leben. Alles hängt zusammen. Ja, und deshalb müssen wir bei den Gedanken anfangen. Wir müssen von einem starren Denken zu einem wachstumsorientierten Denken übergehen. Erinnere mich nochmal, was das bedeutet? Ein starres Denken geht davon aus, dass deine Fähigkeiten festgelegt sind. Entweder du hast Talent oder nicht. Ein wachstumsorientiertes Denken geht davon aus, dass du dich entwickeln kannst, dass du immer lernst, immer wächst. Also statt zu sagen, ich bin nicht gut darin, sagst du, ich bin noch dabei, es zu lernen. Genau, du bist kein fertiges Produkt. Du bist ein Werk in Fortschritt. Und das ist eigentlich etwas Wunderschönes. Du darfst immer weiter werden. Das nimmt den Druck raus. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur bereit sein, es zu versuchen. Ja, und diese Bereitschaft ist alles. Sie eröffnet so viele Möglichkeiten. Also, wir haben über den Blick nach innen gesprochen, über kleine Schritte und über die Veränderung unserer Denkweise. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir meiner Meinung nach ansprechen sollten. Und das sind die Menschen um uns herum. Ja, das ist so wichtig. Wir sind keine isolierten Wesen.
Wir werden stark von unserer Umgebung und von den Beziehungen, die wir pflegen, beeinflusst. Es gibt diesen Spruch, dass du der Durchschnitt der 5 Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Glaubst du, dass da etwas dran ist? Ich denke, da ist viel Wahres dran. Wir nehmen die Energie der Menschen um uns herum auf. Ihre Einstellungen, ihre Überzeugungen und sogar ihre Gewohnheiten färben auf uns ab. Das ergibt Sinn. Wenn deine engsten Freunde ständig meckern oder negativ sind, fällt es dir selbst schwer, positiv zu bleiben. Genau, es ist wie in einem Raum mit Rauchern. Auch wenn du selbst nicht rauchst, atmest du den Passivrauch ein. Genauso ist es mit Energie und Denkweise. Wir müssen also vorsichtig sein, wen wir in unseren engsten Kreis lassen. Ja, und das bedeutet nicht, dass du Menschen auf eine harte Art aus deinem Leben streichen musst. Aber du kannst bewusst entscheiden, mit wem du die meiste Zeit verbringst. Suche dir Menschen, die dich aufbauen, Menschen, die an dich glauben. Menschen, die dein Wachstum fördern, statt dich zurückzuhalten. Genau. Und das gilt nicht nur für Freundschaften. Es gilt auch für die Inhalte, die du konsumierst, die Podcasts, die du hörst, die Bücher, die du liest, die Sendungen, die du schaust. All das prägt deinen Geist. Dann ist es ja wirklich klug, unseren Podcast zu hören. Das würde ich schon sagen. Du fütterst dein Gehirn mit etwas Positivem und Hilfreichem. Das zählt als Schritt nach vorn. Okay, wir haben also ein gutes Fundament. Aber ich möchte über etwas sprechen, das viele Menschen aufgibt. Was passiert, wenn wir stolpern? Wenn wir scheitern? Das ist eine so wichtige Frage, denn Scheitern ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Jeder stolpert, jeder macht Fehler. Und für viele Menschen reicht dieses erste große Scheitern aus, um komplett aufzugeben. Sie denken, na gut, ich hab's versucht und bin gescheitert. Also ist das offensichtlich nichts für mich. Aber das ist der falsche Blickwinkel. Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil des Erfolgs. Es ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg. Das gefällt mir. Wie können wir unsere Beziehung zum Scheitern verändern? Wir können's anders betrachten. Anstatt einen Fehler als Urteil über unseren Wert zu sehen, können wir ihn als Information betrachten. Oh, das hat nicht funktioniert. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Es wird also zu einem Feedback statt zu einem Urteil. Genau. Und ich denke an Kinder, die laufen lernen. Sie fallen so oft hin. Aber geben sie auf? Sagen sie, na gut, Laufen ist wohl einfach nichts für mich. Nein, sie stehen einfach immer wieder auf. Und immer wieder. Genau, sie verurteilen sich nicht, sie schämen sich nicht, sie versuchen es einfach wieder. Und irgendwann haben sie es raus. Wir brauchen diese Art von Widerstandsfähigkeit. Das ist ein wirklich schönes Bild. Das Kleinkind, das laufen lernt. Wir haben alle als Anfänger in allem angefangen, was wir heute können. Ja, und das vergessen wir oft.
Wir erwarten von uns selbst, sofort Experten zu sein. Aber so funktioniert Wachstum nicht. Es ist chaotisch, es ist unbeholfen und das ist völlig in Ordnung. Wenn du also stolperst, stehst du einfach wieder auf. Du klopfst den Staub ab und du machst weiter. Und du bist dabei freundlich zu dir selbst. Mach dich nicht fertig. Sprich mit dir selbst so, wie du mit einem Freund sprechen würdest, der gerade kämpft. Das ist so eine einfache, aber wirkungsvolle Veränderung. Würdest du das einem Freund sagen? Würdest du ihn einen Versager nennen, weil er einen Fehler gemacht hat? Natürlich nicht. Ich würde sagen, es ist okay. Du lernst noch. Mach weiter. Wir müssen uns also selbst dieselbe Mitgefühl entgegenbringen. Ja, und dieses Mitgefühl ist es, das uns vorantreibt. Es gibt uns den Mut, es erneut zu versuchen. So, ich denke, wir haben schon viel besprochen. Aber ich möchte sicher gehen, dass wir unseren Hörern auch ein paar praktische Werkzeuge an die Hand geben, die sie täglich anwenden können. Einfache Dinge, die sie auf Kurs halten. Das gefällt mir. Lass uns ein paar tägliche Praktiken teilen. Dinge, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber einen großen Unterschied machen können. Was ist deine Nummer 1? Ich würde sagen, beginne deinen Tag mit Dankbarkeit. Nimm dir einfach einen Moment Zeit, um an 3 Dinge zu denken, für die du dankbar bist. Es müssen keine großen Dinge sein. Eine warme Tasse Kaffee, ein freundliches Wort von einem Freund, die Sonne, die durch dein Fenster scheint. Das trainiert dein Gehirn, das Positive zu suchen. Genau, es lenkt deinen Fokus von dem, was fehlt, auf das, was bereits da ist. Und das ist eine kraftvolle Art, jeden Tag zu beginnen. Das gefällt mir. Was noch? Bewege deinen Körper, auch nur für 5 Minuten. Dehne dich, geh um den Block spazieren, mach ein paar sanfte Bewegungen. Es weckt deine Energie und klärt deinen Kopf. 5 Minuten sind so machbar. 5 Minuten findest du immer. Und dann füttere dein Gehirn. Lerne jeden Tag etwas Neues. Lies eine Seite in einem Buch, höre einen kurzen Podcast, übe ein paar Minuten dein Deutsch. 5 Minuten am Tag lernen? Über ein ganzes Jahr summiert sich das auf über 30 Stunden. Das ist eine Menge Wachstum. Das stimmt wirklich. Und das Letzte, was ich sagen würde? Ruhe. Unterschätze nicht die Kraft der Ruhe. Du kannst kein schönes Leben erschaffen, wenn du ständig auf dem Zahnfleisch gehst. Ruhe ist also nicht Faulheit. Es ist ein notwendiger Teil des Prozesses. Genau, so tankst du wieder auf. So bleibst du nachhaltig. Du kannst nicht ständig geben, wenn du nichts mehr zu geben hast. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Also fassen wir alles zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Den Fahrplan für den Neuaufbau deines Lebens. Ja, gehen wir ihn noch einmal durch. Schritt 1 ist: Lerne dich selbst kennen. Stelle dir die 3 Fragen. Was bereitet dir Freude? Was möchtest du mehr in deinem Leben? Was musst du loslassen? Schritt 2. Setze auf Mikroschritte. Kleine,
konsequente Handlungen, die sich über die Zeit aufbauen. Schritt 3. Gewohnheitsverkettung. Verankere neue Gewohnheiten an bereits bestehende. Schritt 4. Entwickle ein wachstumsorientiertes Denken. Denke daran, dass du immer lernst. Schritt 5. Wähle deine Umgebung mit Bedacht. Umgib dich mit Menschen und Inhalten, die dich aufbauen. Schritt 6. Umarme deine Fehler. Sieh sie als Lehrer, nicht als Verurteilung. Und Schritt 7. Übe Dankbarkeit, Bewegung, Lernen, Ruhe und Selbstfreundlichkeit jeden Tag. Das ist ein wunderschöner Fahrplan. Und ehrlich gesagt geht es nicht darum, das alles perfekt zu machen. Es geht darum, anzufangen. Darum, heute einen kleinen Schritt zu machen. Genau. Und wir würden gerne von euch hören. Schreibt in die Kommentare, welche kleine Handlung ihr diese Woche umsetzen werdet. Nur eine Sache. Wenn du's aufschreibst, wird es real. Es hält dich verantwortlich. Und es inspiriert auch andere. Du machst bereits einen Schritt nach vorn, nur indem du hier bist, indem du zuhörst, indem du dich um dein eigenes Wachstum kümmerst. Darauf kannst du stolz sein. Danke, dass du dir diese Zeit mit uns genommen hast. Mach weiter so, sei weiterhin freundlich zu dir selbst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss zusammen.